Hallo, da bin ich wieder. Wisst ihr eigentlich, was in den Kommentaren von Deutschlands bekanntesten Influencern so abgeht? Spoiler, sie wissen es wahrscheinlich selber nicht. Ich habe es mir mal angeschaut und habe dabei festgestellt, dass meine lieben Influencer-Kollegen ihren Job nicht richtig machen. Ich habe herausgefunden, dass unter den Postings von Deutschlands bekanntesten Influencern Kinderpornografie verkauft wird. Ich habe von diesen ganzen Kommentaren mal eine Stichprobe genommen. 6.900 Ergebnisse. 3 Gruppen, nur 20 €. Bei meiner Recherche bin ich in einem so kranken Rabbit Hole gelandet und habe am Ende so schlimme Dinge rausgefunden, dass ich sogar die Polizei einschalten musste. Ich rede ja sonst immer viel darüber, wie Leute im Internet abgezogen werden. Heute soll es aber mal ums Gegenteil gehen, nämlich eine Plattform, die ich selber schon seit 2 Jahren nutze und wo ich mir 400 € zurückgeholt habe, nämlich Shoop. Das Prinzip ist super simpel. Du meldest dich kostenlos bei Shoop an und gehst von dort aus zu deinem Lieblingsshop, akzeptierst die Cookies und kaufst ab dann ganz normal ein. Und du bekommst dann vollautomatisch einen Teil deines Einkaufswerts auf dein Konto gutgeschrieben. Keine Punkte, keine Gutscheine, sondern wirklich bares Geld. Shoop ist nämlich Deutschlands führendes Cashback-Portal mit über 2,6 Millionen Nutzern. Und einer davon bin ich. Seit 2 Jahren nutze ich Shoop, wenn ich online irgendwas einkaufe. Und so konnte ich mir insgesamt über 400 € auf mein Konto gutschreiben lassen. Hier zum Beispiel habe ich 64 € wiederbekommen, als ich für 640 € Flüge online gebucht habe. Und ich persönlich kenne keine andere Plattform, wo man einfach mal ebenso umgerechnet 10% Rabatt auf ganz normale Flüge bekommt. Oder hier zum Beispiel, da habe ich bei Galaxus Technik bestellt und knapp 32 € wiederbekommen. Shoop hat auch über 2200 verschiedene Partnershops, von ASOS bis hin zu Mediamarkt, Douglas, Shop Apotheke, Lieferando und viele, viele mehr. Und es geht noch entspannter, denn es gibt den Cashback-Assistenten auch als Browser-Erweiterung. Das heißt, es wird euch automatisch in eurem Browser angezeigt, wenn ihr Cashback anwenden könnt und vielleicht sogar noch zusätzliche Gutscheine. Und keine Sorge, Shoop verkauft nicht deine Daten weiter, sondern sie finanzieren sich darüber, dass sie einen Teil der Vermittlungsprovision behalten und den Rest einfach an dich auszahlen. Das heißt, wenn du online einkaufst, probier es doch einfach mal aus und nutze Shoop. Und wenn du dich jetzt auch noch über meinen Link bei Shoop anmeldest, bekommst du einen 10 € Startbonus. Und alles, was du dafür tun musst, ist dich kostenlos anzumelden, einen Einkauf innerhalb von 7 Tagen zu tätigen und dann wird dir der 10 € Startbonus auf dein Konto gutgeschrieben. Check also gerne den Link in der Infobox oder scan wie immer hier den QR-Code. Schauen wir uns also erstmal an, worum es heute geht. Ich möchte herausfinden, was hinter diesen ganzen Bot-Kommentaren steckt. Ich meine, wir kennen sie alle auf YouTube, Insta, TikTok. Ich habe mal 3 Beispiele für Bot-Kommentare rausgesucht und das erste befindet sich unter einem Posting von Katja Krasewitz. Und da schreibt die liebe Julia Crazy: bin morgens immer so nass. Und bevor ich jetzt hier jemandem die Illusion raube, Julia ist wahrscheinlich nicht echt und Julia ist wahrscheinlich auch nicht immer so nass. Also das ist wahrscheinlich nur ein Computer, der dahinter steckt. Ein weiteres Beispiel habe ich auf dem Profil von Shirin David gefunden. Da schreibt nämlich die liebe Maria: wer will mehr sehen? Und ein drittes Beispiel habe ich rausgesucht bei der lieben Elaine Victoria. Und da schreibt Etalanta03: was mögen Männer nachts? Und weil ich mich das auch jeden Tag frage, mache ich jetzt das einzig Richtige und klicke mal auf das Profil drauf. Und da geht der Spuk direkt weiter. Etalanta schreibt dann nämlich, sie sei 23 Jahre alt, kommt aus Hamburg, wo auch immer Hamburg sein soll, wahrscheinlich meint sie Hamburg. Und sie hat noch einen wichtigen Tipp in ihrer Bio stehen, nämlich sie müssen sich organisieren und selbstständig sein können. Das Beste, was Google Translator 2026 zu bieten hat. Und jetzt kommt der entscheidende Hinweis, einen direkten Link zu Telegram. Und ich weiß ja, Telegram ist immer seriös. Das heißt, auch das schaue ich mir jetzt mal an. Und auf einmal heißt Etalanta Olivia und hat ein relativ freizügiges, ich würde sogar fast sagen barbusiges Profilbild. Sehr ansprechend. Ich glaube, der schreibe ich jetzt mal eine nette Nachricht und dann bin ich mal gespannt, was Olivia von mir möchte, weil irgendwas muss ja dahinter stecken. Für irgendwas müssen diese abertausenden Bot-Kommentare das doch machen. Nachdem ich gestern die angebliche Olivia auf Telegram angeschrieben habe, habe ich heute endlich eine Antwort bekommen. Und ich sag mal so, da wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, es geht direkt zur Sache. Ich habe nämlich zuerst geschrieben, dass ich ihren Kommentar auf Instagram gesehen habe. Und dann wurde ich auch direkt gefragt, ob ich nicht Spaß haben möchte und ihre heißen Videos und Fotos sehen möchte und ob ich ein PayPal-Konto hätte. Und als ich das alles bejaht habe, wurde ich auch gefragt, wie viel ich denn bereit wäre, für 50 ihrer Videos und 50 ihrer Fotos zu bezahlen. Wohlgemerkt, hier auch wieder per Sie, sehr, sehr höflich oder einfach das Missgeschick mit dem Übersetzer. So, ich würde einfach mal vorschlagen, wir spielen dieses Spiel mit. Ich kaufe diesen Inhalt
Und ich bin mal gespannt, wie viel der jetzt am Ende kosten soll und vor allem auch, wie ich bezahle, weil ich natürlich verstehen möchte, wie diese Netzwerke funktionieren und vor allem, wie viel Geld da im Spiel ist. Wenn man schon so viele Bots betreibt, dann muss sich das doch auch lohnen. Es ging jetzt doch schneller als gedacht. Der Content soll 20 € kosten und ich habe das dazugehörige PayPal-Konto geschickt bekommen. Erstens hätte ich mit mehr Geld gerechnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ganze Organisationen davon irgendwie reich werden. Und zweitens, ich hätte hier auch mit Kryptowährungen gerechnet, weil das natürlich nochmal anonymer ist. Wobei man sich so ein PayPal-Konto mittlerweile ja auch in 2 Minuten mit einem falschen Namen erstellen kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Name, den ich hier geschickt bekommen habe, Jessica Klopper, dass das irgendein echter Name ist, vor allem weil der Telegram-Account Olivia heißt. Und dazu habe ich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Hinweis bekommen und den möchte ich euch mal zeigen. Denn dazu gab es direkt nochmal die Anweisung, senden Sie es dorthin, indem Sie Freunde oder Familie auswählen, kaufen Sie keine Waren. Und ich werde hier alles geben und danach natürlich im Minutentakt wieder Druck gemacht, dass ich auch ja das Geld ganz schnell abschicke. Das Ganze hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass PayPal natürlich auch keinen Bock hat, solche dubiosen Leute auf deren Plattform zu haben und dass deren PayPal-Accounts wahrscheinlich regelmäßig gelöscht werden. Und wenn ich das per Warenbezahlung bezahlen würde und nicht per Freunde und Familie, dann wäre das erstmal für ein halbes Jahr im Zweifel eingefroren. Ich bezahle jetzt die 20 € und dann bin ich mal gespannt, was ich hier zugeschickt bekomme. So ganz wohl ist mir bei dem Gedanken aber auch nicht. Okay, was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich Content bekommen. Die Personen oder die Menschen, die an diesem Account arbeiten, haben tatsächlich Wort gehalten. Ich kann euch das Ganze natürlich nicht zeigen, aber ich umschreibe es euch mal. Man sieht wirklich alles. Von Kopf bis Fuß ist alles dabei, mit Gesicht und das tatsächlich auch von ein und demselben Mädel. Und jetzt möchte ich natürlich mal herausfinden, was es damit auf sich hat, wer das ist und ob wir vielleicht herausfinden können, wessen Fotos hier geklaut und missbraucht werden. Man muss sich einfach mal vorstellen, was mit diesem armen Mädchen sein muss, deren Fotos hier für ein paar Euros verkauft werden. Ich habe ein neues Tool gefunden, mit dem man eine Rückwärtssuche noch besser gestalten kann, als es bei Google Rückwärtssuche funktioniert. Und es ist sehr vielversprechend, dass wir die Person finden. Also nehme ich jetzt den Screenshot vom Gesicht dieses Mädels, packe das hier in meine Suchmaschine und tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Ergebnisse. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus und nur, dass ihr mal eine Einschätzung habt, wie oft dieses Foto von dieser Frau oder auch andere Fotos von diesem Mädel missbraucht werden und auf irgendwelchen dubiosen Erotikseiten hochgeladen werden. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich meine, wir konnten jetzt hier mittlerweile erkennen, womit diese Bots ihr Geld verdienen. Es ist nicht so viel Geld, wie ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, hier geht es direkt bei jeder Transaktion um 3-stellige, 4-stellige Beträge. Am Ende muss man sich natürlich auch mal vergegenwärtigen, die posten das unter Influencern mit Millionen Follower. Da sind bestimmt ein paar hundert Leute bei, die darauf reagieren, die die Leute anschreiben und die dann auch über Telegram diesen Weg, den ich gerade gezeigt habe, mitgehen und das Geld am Ende ausgeben. Das heißt, irgendwo muss es sich ja lohnen, sonst würden diese Netzwerke so nicht mehr existieren. Und die großen Verlierer bei dieser ganzen Geschichte sind nun mal einfach die armen Mädels, die diese Fotos und Videos im Vertrauen wahrscheinlich im Ex-Freund geschickt haben. Der wird es weitergeschickt haben. Irgendwann landet es im Internet auf diesen hunderten Erotikseiten, die wir gefunden haben. Und jetzt wird damit auf Telegram auch noch Geld verdient. Und warum? Weil diese Bots einfach ungehindert Werbung auf Social Media unter den Profilen großer deutscher Influencer machen können. Und die deutschen Influencer, die kriegen das entweder nicht mit oder stehen da drüber, wollen das gar nicht wissen, wollen das gar nicht sehen. Im Endeffekt denke ich mir nur, die sagen alle, wie viel Geld sie mit ihrem Job verdienen, dass sie alle ja so reich werden, aber können dann nicht mal für 560 oder 600 € einen Minijobber einstellen, der das Community Management macht und solche Bot-Kommentare entfernt. Irgendwie ist das alles ziemlich traurig und mir tun diese Mädels einfach nur leid. Ich bin auf ein weiteres auffälliges Bot-Profil gestoßen und zwar dieses Mal unter einem Posting von Katja Krasavice. Denn wenn man sich mal die Kommentare unter diesem Reel hier anguckt, dann fällt einem auf, dass vor 8 Wochen ein Profil ziemlich häufig kommentiert hat und zwar immer kuriose Sachen wie zum Beispiel das hier oder wer noch wach oder Jungs, wer hat ihn gerade in der Hand? Und das geht wirklich ellenlang so weiter. Vermutlich hunderte Kommentare von einem und demselben Profil. Und wenn man sich jetzt mal den Spaß macht, auf dieses Instagram-Profil drauf zu klicken, findet man oben direkt einen Link zu Telegram. Der führt weiter zum dazugehörigen Telegram-Profil. Und mit dem habe ich jetzt schon die letzten Tage fleißig hin und her geschrieben. Und zunächst mal wirkt alles auch ganz harmlos. Auf so Fragen wie, hey, wie geht's? Gibt's auch ganz normale Antworten. Gut und selbst, wie alt bist du? Was machst du? Im Bett liegen? Und so weiter und so fort. Aber dann gibt es auch hier eine ganz stumpfe Preisliste. Paket 1 kostet 20 €, das geht hoch bis 50 € und dann gibt es noch ein paar Specials, die mehr kosten. Und das Ding ist, dieses Telegram-Profil postet sogar öffentliche Beiträge, quasi als Kostprobe. Ich vermute mal, um den Schein zu wahren, dass sich dahinter nichts anderes verbirgt als ein einzelnes Mädel, das ihre eigenen Fotos verkauft. Aber ich habe die Vermutung, dass das Ganze von OnlyFans geklaut wurde, weil so professionell wie dieser Content aussieht,
kann ich mir das schon echt gut vorstellen. Ja, allzu viel können wir euch davon natürlich nicht zeigen, aber vielleicht zumindest das Gesicht, denn um das geht's jetzt. Denn genau nach diesem Gesicht wollen wir uns jetzt auf die Suche machen. 2 Minuten später, ich habe einen Screenshot von ihrem Gesicht gemacht und damit eine kleine Suche betrieben und siehe da, ich hatte recht, denn es handelt sich dabei um eine amerikanische OnlyFans-Creatorin und auch ihre Fotos wurden schon massenhaft online hochgeladen. Fun Fact, bei meiner Recherche bin ich genau unter demselben Posting von Katja auf ein weiteres Bot-Profil aufmerksam geworden. Das wiederum leitet auch weiter auf Telegram und es verkauft genau dieselben Fotos von genau derselben OnlyFans-Creatorin weiter. Das Ding ist, bei dieser Masche hat man natürlich irgendwie automatisch ein bisschen weniger Mitleid, weil es sich dabei um professionellen Content von professionellen OnlyFans-Damen handelt. Es ist aber natürlich trotzdem nicht okay, diese Sachen zu rippen und einfach weiter zu verkaufen. Aber ich frage mich natürlich auch, was passiert dann wohl mit dem ganzen OnlyFans-Content von deutschen Creatorinnen? Wird er auch irgendwo am anderen Ende der Welt weiterverkauft? Es liegt irgendwie nahe. Ja, wo fange ich an? Also, ich habe herausgefunden, dass unter den Postings von Deutschlands bekanntesten Influencern Kinderpornografie verkauft wird. Wie erkläre ich das am besten? Also, ich habe mich in den letzten Tagen noch mal ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Bot-Profilen auf Instagram auseinandergesetzt. Und dabei ist mir ein Profil aufgefallen, das sich wirklich tausendfach unter den Postings von Katja Krasavice ausbreitet. Denn wenn wir uns mal hier dieses Beispiel anschauen. Dieses Posting von Katja ist schon über 255 Wochen alt. Aber die Kommentare darunter, die sind noch relativ frisch hier. Vor 5 Minuten, vor 6 Minuten. Dann haben wir auch hier unten noch was von 9 Minuten und immer von demselben Profil diese Standard-Bot-Kommentare. Ich habe es mir jetzt mal relativ einfach gemacht. Ich habe mir den Wortstamm des Namens genommen, also ohne die Abkürzung hinten dran, und habe das mal in die Suche gehauen und dabei sind mir noch mehr Profile dieser Art aufgefallen. Hier zum Beispiel, ihr seht ja den Nutzernamen, da hinten ist noch eine Abkürzung dran, _z, die lassen wir weg und den Wortstamm hauen wir mal hier in die Suche rein und dann gehen wir auf nicht personalisiert und dann sehen wir, dass es auch davon wirklich reihenweise Profile gibt. Und das Ding ist, diese Profile haben eine Sache alle gemeinsam, die haben ein und denselben Link zu Telegram oben drin. Ich zeige euch das gerne nochmal mit einem anderen Profil. Hier, das hier zum Beispiel. Auch zu Telegram. Ich zeige euch das auch gerne nochmal mit einem dritten Profil. Nehmen wir mal das hier. Auch der Link zu Telegram. Und wenn ich auf diesen Link draufklicke, dann kommen wir zu einem Telegram-Profil, wo schon drin steht, altes Konto wurde gesperrt. Und wenn wir auf dieses Telegram-Profil draufklicken, sehen wir, auch mit dem habe ich jetzt schon ein paar Tage hin und her geschrieben. So, das Ding ist, ich habe ja erstmal mit diesem Telegram-Account hin und her geschrieben, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Dann habe ich aber mal wieder auf das Profil draufgeschaut und habe festgestellt, auch dieses Telegram-Profil hat öffentliche Postings und eine Story, die sie jeden Tag postet. Und was ich dort gesehen habe, das lässt sich kaum in Worte fassen. Ich zeige euch das mal. Das Ding ist, dieses Telegram-Profil hat über 160 öffentliche Beiträge. Natürlich ist jetzt hier alles für euch gepixelt. Sowas können wir nicht ins Internet posten. Aber ich kann euch gar nicht in Worte fassen, was hier drauf zu sehen ist. Man sieht halt Standbilder, Vorschaubilder von Videos, die man sich kaufen kann. Hier steht es einmal in Gelb dran, das können wir zeigen. 3 Gruppen, nur 20 €. Und was sich in diesen Gruppen befindet, das wird hier zum Glück nur angeteast. Aber manchmal steht es da halt auch sehr, sehr explizit, dass es halt Kindergruppen sind. Und davon gibt es scheinbar richtig viele. Das nimmt gar kein Ende. Jetzt könnte man natürlich im ersten Moment auch sagen, hey, die Influencer, die haben damit ja nichts zu tun, das findet auf Telegram statt, was können die denn dafür? Da gehe ich auch bis zu einem gewissen Punkt mit. Aber für mich hört es auf in dem Moment, wo diese Kommentare wirklich tausendfach unter den Beiträgen gepostet werden, wo sie wochenlang unter den Beiträgen online bleiben und die Influencer drauf scheißen, was dahinter sich verbirgt. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ja schon festgestellt, dass fremde Bilder verkauft werden, dass fremde OF-Bilder verkauft werden. Aber das hier ist wirklich nochmal ein Ausmaß, mit dem ich zu Beginn dieser Recherche nicht gerechnet hätte und auch eigentlich gehofft und nicht daran geglaubt habe, dass das existiert. Und mein Groll in dieser Situation richtet sich auch gegen die Influencer, die so etwas zulassen, denn ich habe das nochmal überprüft, wie viele Kommentare hier wirklich unter den Postings stattfinden und wie lange die stehen bleiben. Und auch das muss ich euch zeigen. Eben waren wir ja noch an dem Punkt, dass das hier ein paar Minuten stehen bleibt, aber ich habe hier oben schon mal ein paar mehr Postings auf. Dieses Posting hier ist auch schon ein Weilchen alt und da stehen die Kommentare schon 2 Wochen lang. Dann schauen wir uns mal das nächste Posting an. Hier wird ein Song mit Ikimel beworben, hier drunter 1 Woche. Dann schauen wir uns das nächste Posting an.
darunter, das Posting ist auch relativ frisch, 1 Tag lang. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Posting, was auch ein bisschen älter ist, auch seit 2 Wochen die Kommentare. Und zu guter Letzt, dieses Posting hier existiert schon seit 3 Wochen und auch seit 3 Wochen sind hier zahlreiche Kommentare von diesen Profilen drunter. Und auch wenn man hier nochmal draufklickt, als Beweis ist der Link zu Telegram. Ja, also an dieser Stelle kann ich noch nicht absehen, wie die Recherche weitergeht. Also man muss ja auch dazu sagen, auch im journalistischen Kontext ist der Besitz und die Verschaffung von Inhalten nicht nur äußerst fragwürdig, sondern einfach auch strafbar. Und auch meine journalistische Arbeit würde mich da vor dem Gesetz nicht schützen. Das bedeutet, ich muss jetzt schauen, welchen Weg ich gehe. Und als erstes habe ich mal eine E-Mail an alle 16 Landeskriminalämter geschrieben. Und da habe ich auch direkt reingeschrieben, dass es natürlich nicht auszuschließen ist, dass auf den Bildmaterialien auch deutsche geschädigte Kinder zu sehen sind und dass ich auch nicht beurteilen kann, ob es Darstellungen sind, in denen nur Kinder zu sehen sind oder im Zweifel auch Erwachsene. Ich bin natürlich gespannt, wie die Landeskriminalämter mit so einer E-Mail umgehen. Ich glaube, sowas bekommt man jetzt auch nicht alle Tage. Und vor allem wäre es natürlich auch mein Wunsch, dass wir da versuchen, irgendwie die Zahlungsgänge nachzuvollziehen und natürlich auch prüfen, ob dort irgendwie Geschädigte aus Deutschland bei sind, die vielleicht heutzutage immer noch Gefahren ausgesetzt sind und das einfach nur der Beweis ist, der hier für ein paar Euro auf Telegram verkauft wird und wir vielleicht damit irgendwie einen Stein ins Rollen bringen können. Um in der Zwischenzeit aber nicht tatenlos rumzusitzen, möchte ich selber ermitteln und ich habe mich bei dem Telegram-Dealer weiterhin als interessierten Käufer ausgegeben, um an seine Zahlungsdaten zu kommen. Und ich habe mal gefragt, tatsächlich ist es relativ einfach, man kann bei ihm mit PayPal zahlen und der Besitzer dieses PayPal-Kontos hat einen augenscheinlich asiatischen Namen. Das muss aber erstmal nichts heißen. In so ein PayPal-Konto kann man sich in 2 Minuten mit Fake-Daten erstellen oder man rippt einfach ein fremdes PayPal-Konto. Ich brauche aber diese Zahlungsdaten, denn ich möchte so tun, als ob ich wirklich bezahle. Und davon werde ich jetzt gleich einen Screenshot machen. Das heißt, ich nehme die PayPal-Daten, gebe die bei PayPal ein, mache einen Screenshot, schicke ihm diesen Screenshot und werde den mit einem kleinen IP-Logger versehen. Den habe ich ja in der Vergangenheit schon öfter verwendet. Mit ein bisschen Glück und wenn derjenige so dumm ist und kein VPN benutzt, dann können wir sogar sehen, von wo aus der arbeitet. Und ich bin mal gespannt, ob derjenige dann auch so dumm ist und auf diesen Link draufklickt und wir dann herausfinden, von wo aus er operiert. Das Schöne ist, wenn man so tut, als ob man ganz kurz davor ist, Geld zu bezahlen, dann sind diese illegalen Dealer auch ganz schnell dabei, auf jeden Link drauf zu klicken. So auch bei diesem Link geschehen. Ich kann sehen, dass derjenige vermutlich aus Indonesien arbeitet. Denn ich kann auch sehen, dass er vermutlich ein Chromebook benutzt, auf dem läuft Android 10 und sein Browser ist ein Mozilla Firefox Browser. Und natürlich ist hier ein Restrisiko, dass diese Daten nicht stimmen. Er kann ein VPN verwenden, weiß der Geier. Aber es deckt sich tatsächlich mit den Daten von den Instagram-Konten. Denn die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Standort des Kontos Indonesien, Indonesien, Indonesien. Manche haben auch gar keinen Standort, aber ganz oft Indonesien. Wir müssen uns natürlich nichts vormachen, dass es super schwierig sein wird, Täter in Indonesien überhaupt ausfindig machen zu können. Das Ding ist, mir ist es aber trotzdem super wichtig, die Daten der Polizei zu übergeben, damit die da Nachforschungen anstellen. Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal Nachforschungen angestellt und habe mit dem Täter weitergeschrieben. Abgesehen davon, dass er mir erzählen wollte, dass ich per Freunde und Familie bezahlen soll, habe ich nochmal nachgefragt, was sich dort drin denn befindet. Und er hat gesagt, es sind halt Kindervideos und ich habe mal nachgefragt, woher die kommen und seine Antwort war, die meisten von ihnen kommen aus Europa. Also meine Ursprungsvermutung, dass da eventuell auch Kinder aus Deutschland drin zu sehen sein könnten, das wird immer realistischer. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass sich eine Polizeidienststelle dieser Ermittlung annimmt und meinen Hinweis ernst nimmt. Denn wir sind hier wirklich an einem Punkt gelangt, wo aus einem Social-Media-Experiment und einer Recherche etwas wirklich sehr, sehr Ernstes geworden ist. Ich habe noch mal ein bisschen tiefer recherchiert und habe mir die letzten 15 Instagram-Postings von Katja angeguckt und habe festgestellt, dass darunter insgesamt über 1 Million Kommentare sind. Um genau zu sein, 1.016.000. Und davon sind nachweislich mindestens 100.000 von solchen Erotikbots. Ich habe von diesen ganzen Kommentaren mal eine Stichprobe genommen und zwar insgesamt knapp 250.000 Kommentare, um genau zu sein 244.000, die ich jetzt hier in einer Excel-Tabelle auf meinem Rechner habe. Da stehen dann die ganzen Bot-Kommentare bei, wie zum Beispiel die Flammen und die Augen oder hier, habe mir Boobs machen lassen, wer will sie sehen, seit 2 Monaten fertig. Aber darunter befinden sich natürlich auch jene Profile, die Kindervideos verkaufen. Und wenn ich jetzt hier bei dieser Tabelle mit knapp 170.000 Kommentaren Steuerung F-mäßig nach unserem Nutzernamen suche, dann komme ich auf ein Ergebnis von 6.900 Ergebnissen. Und das mache ich jetzt nochmal bei der zweiten Tabelle mit 80.000 Kommentaren und auch dort finden wir auf den Nutzernamen genau 3.275
gefundene Ergebnisse. Das bedeutet, in Summe haben bei dieser Stichprobe von 244.000 Kommentaren insgesamt 10.175 Mal die Profile kommentiert, die Kindervideos verkaufen. Und jetzt drängt sich natürlich irgendwo zwangsläufig die Frage auf, warum um Himmels Willen löscht man diese ganzen Kommentare nicht? Und ich als Influencer, ich habe eine Erklärung gefunden. Denn mehr Kommentare unter den einzelnen Postings bedeutet mehr Reichweite und mehr Relevanz auf der Plattform. Und mehr Reichweite auf die einzelnen Postings bedeutet auch mehr Geld bei Werbedeals. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass es aufwendig ist, so viele Kommentare zu moderieren. Und da müsste man locker 2, 3, vielleicht 4 Leute einstellen, die dem Ganzen überhaupt Herr werden. Und ich glaube, der triftigste Grund am Ende ist, dass es den betreffenden Influencern auch einfach scheißegal ist. Ich habe ja bei allen 16 Landeskriminalämtern angefragt und mittlerweile sind auch alle Antworten eingetrudelt. Und 5 Bundesländer verweisen mich an andere Stellen, wie zum Beispiel die Staatsanwaltschaft oder das Bundeskriminalamt. 5 weitere Bundesländer haben keine statistischen Daten zu solchen Fällen, sind sich aber dem Problem, dass Kindervideos verkauft werden, bewusst. 3 andere Bundesländer haben sich irgendwann gar nicht mehr gemeldet und Baden-Württemberg hat ganz besonders reingeschissen, denn die schreiben mir Folgendes: Jede Form von eigenständigen Recherchen ist inakzeptabel und kann zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Person führen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wird zudem von einer Beantwortung der Fragen abgesehen. Ja, und dass es auch Landeskriminalämter gibt, die diese Anfrage und meinen Hinweis auch ernst nehmen, das zeigt zum Beispiel Sachsen-Anhalt, denn die haben mich dringend gebeten, diese ganzen Daten der Polizei zu übermitteln und in meinem Bundesland zur Anzeige zu bringen. Und mein Bundesland, Berlin, hat sich auch proaktiv bei mir gemeldet. Die Daten habe ich natürlich auch übergeben. Ein Statement habe ich aber auch hier nicht erhalten. Also, was haben wir denn heute gelernt? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass diese Recherche in eine komplett andere Richtung gegangen ist, als ich es anfangs vermutet habe. Und das, was ich mitnehme, ist, dass die ganzen Social-Media-Plattformen einfach ein riesiges Bot-Problem haben. Und irgendwie tut keiner was. Die Strafverfolgungsbehörden kommen dem nicht nach und kennen das Problem halt teilweise, aber auch teilweise nicht. Die Influencer, die juckt es nicht, weil sie ja irgendwo auch mit daran partizipieren und verdienen. Die Plattformen verdienen an dieser Interaktion auch. Und irgendwie schauen alle so ein bisschen weg. Und das Ironische an dieser ganzen Geschichte ist, dass genau diese Influencer sich online als Weltretter präsentieren und unter ihren Postings passiert irgendwie das Gegenteil. Denn dort werden geklaute Fotos verkauft, Nacktbilder gehandelt und sogar Kindercontent verkauft. Wenn euch diese Recherche gefallen hat, auch wenn sie ein bisschen in eine andere Richtung ging, als es von vornherein geplant wurde, dann lasst gerne ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Das würde mich und meine Arbeit supporten und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.